Willkommen bei Protect Inner Circle. Ich mache weiter mit den Gedichten aus meinem neuen E-Book. Es ist noch eins zu schreiben, der Rest ist fertig und ich denke, es werden noch circa 5 Videos werden. So mal nachrechnen, so circa. Und dann, wenn das letzte quasi abgedreht ist, kommt das E-Book auch raus. Bis dahin bin ich dann soweit. Das sollte dann im Nachgang alles sehr schnell gehen. Freue mich sehr drauf. Und mir wurde etwas zugetragen, und zwar soll ich daran erinnern, wem das Video gefällt, einmal auf den Gefällt mir-Button zu drücken. Oder wenn der Inhalt eben auch relevant ist, beziehungsweise ihr dürft auch gerne in die Kommentare etwas schreiben, Fragen, Anregungen, etwas zu dem Thema, wie es euch damit geht, wie ihr überhaupt dazu steht, zum Glauben, zur Liebe, gesunden Partnerschaften und Beziehungen. Ja, und wenn ihr kein Video verpassen wollt mehr in Zukunft, dann abonniert gerne den Kanal. Nach dieser Themenreihe Agape will ich ein bisschen freier wandeln sozusagen. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht, aber es werden hier und da eben weitere Videos erscheinen und ich möchte im Endeffekt eben eine Begleitung auch aufbauen. Den meisten kostenlosen Content würde ich dann quasi hier in Form von Videos auch einfach online stellen. Genau. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ich war heute am Strand abends. Da war eine Musikshow. War sehr, sehr nett gewesen, aber doch auch recht kühl, so im Sommerkleid. Okay. Wir haben heute die Weisheit. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Es gibt ja die Früchte, die man in sich ausbilden darf. Die werden in einen hineingelegt und man darf sie ausbilden. Und es gibt die Gaben, die man halt eben auch anfordern kann, direkt anfordern kann und sich abholen kann und in Gemeinsamkeit zu Gott halt eben auch ausbilden kann. Und dazu habe ich geschrieben: Vielleicht ist es Ironie. Ich sitze hier und höre dem Regen zu. Woran ich denke, bist du. Ich sehe dem Regen zu, wie er fällt. Das Paradies braucht kein Geld. Leben heißt frei sein, einfach mal machen, dabei in Bewegung kommen und lachen. Es kann auch anmutig sein und still. Man spürt in sich das Universum und will. Ich sehe nach vorn und dann zurück und bemerke den Ort im Jetzt, pures Glück. Im Hier und Jetzt will ich immer sein, denn hier ist mein Herz, vollkommen und rein. Es weint nicht um Verlorenes, es sorgt sich nicht um Unbekanntes. Vielleicht ist es Ironie, dass ich im Hier und Jetzt an dich denke. Aber wenn ich meinen Geist ablenke, bin ich wieder bei dem, was nicht ist, die Zeit zurück und da vorn, wo du nicht bist. Mein Paradies habe ich für mich allein. Ich umarme es und kann unendlich sein. Da, wo die Zeit stillsteht und sich doch alles nur um dich dreht. Ich liebe das Leben, doch möchte entfliehen, zu den hohen Tönen des Himmels ziehen. Im Hier und Jetzt, wo du nicht bist, und dann wieder zurück, wo man die Zeit vergisst, mit dir. Ja, es ist ein Gedicht, das ich vor 2 Jahren geschrieben habe und ironischerweise trifft das eben auf das Hier und Jetzt einfach erst so richtig zu. Was hat das mit der Weisheit zu tun? Ein Liebesgedicht. Es ist einfach dieses Wissen, das ich inzwischen
erreichen durfte oder bekommen durfte. Es sind einfach Dinge, die mir gezeigt wurden, die mich einfach auch immer weitermachen lassen. Das bedeutet, im Gebet gibt es Dinge wie einen Richterstuhl, es gibt den dritten Himmel und man kann eben, das ist eben auch das Ende dieses Gedichts, ich liebe das Leben im Hier und Jetzt auf der Erde, doch möchte entfliehen zu den hohen Tönen des Himmels ziehen. Das ist einfach der dritte Himmel, das ist einfach die Ewigkeit, die uns eben auch, wenn wir den rechten Weg gehen, erwarten wird. Und dann wiederum diese Herausforderung zu haben, nach hinten zu schauen und diesen Liebsten, den man auch immer wieder gezeigt bekommt, nicht mehr zu haben. Und wenn man eben auch nach vorne schaut, nach draußen schaut, nach außen schaut, wo er dann halt eben auch gerade nicht ist, trotzdem im Hier und Jetzt zu sein und zu sagen, okay, der Blick nach außen macht mich nicht glücklich, sondern es ist wirklich der Blick nach innen und das, was mir dort eben einfach auch gezeigt wird und einfach diese Treue, die mir gegeben wird von Gott, diese Liebe und auch der Trost, den ich schon erfahren durfte, das sind Dinge, die kann man nicht erklären, die kann man nur selber erfahren. Und wenn man eben sagt, oder mir ist es halt zweimal schon in meinem Leben passiert, dass ich Jesus leibhaftig gesehen habe in mir. Und wenn man mit diesem Wissen, was man eben auch aus diesem dritten Himmel bekommt, gezeigt bekommt, eben seine eigenen Schritte hier auf der Erde tut, dann kann es doch schon recht ironisch sein und trotzdem glücklich zu sein, obwohl man das Hier und Jetzt halt eben ganz anders erlebt, obwohl da draußen Krieg ist und wer weiß, was für Sachen passieren, trotzdem zu wissen, ich bin sicher. Ich bin mit jedem Schritt sicher. Ich weiß einfach, dass ich ein Gotteskind bin und ich weiß, dass ich absolut beschützt bin und ja, man beginnt halt eben Dinge zu sehen und man bekommt Dinge gezeigt und für mich ist es einfach diese Weisheit auch jetzt in Bezug auf dieses Gedicht, ja, natürlich soll man nicht aufhören zu leben. Leben heißt frei sein, einfach mal machen, dabei in Bewegung kommen und lachen. Man soll fröhlich sein, man soll Freude empfinden. Das ist ja auch eine Frucht, die man ausbilden darf, Freude. Und je mehr man da eben jetzt schon ausbildet, umso besser. Ich habe sehr depressive Phasen auch jetzt im letzten Jahr erlebt, von denen ich nicht weiß, wo das überhaupt alles hergekommen ist und wie ich da einfach auch mich wieder herausbewegen soll, weil da einfach ganz viel Trauer hinter war. Also ich würde es jetzt nicht Depressionen nennen, aber es waren schon depressive Gedanken und Gefühle, die ich für mich verarbeitet habe, sodass ich sie eben ablegen konnte. Also es ist auch in einem Prozess gewesen und ich will nicht ausschließen, dass sowas vielleicht nochmal wieder kommt, weil nochmal wieder irgendwelche tiefen Themen hochkommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn man so seinen Grundstock sozusagen einmal bearbeitet hat, dann glaube ich nicht, dass solche Geschichten eben noch wieder hochkommen. Es ist ja so, dass ich vor dieser Begegnung, von der ich die ganze Zeit schon mal erzähle, aber es ist einfach so, dass ich davor einfach auch stabil gewesen bin. Ich habe dann in den letzten Jahren, 5, 6 Jahren, eben auch was sehr Schweres für mich durchgemacht und
Da habe ich begonnen, mich auch mal zu äußern, dass ich eben traurig bin, aber nie in der Form, in der es eigentlich auch notwendig gewesen wäre. Ich habe mich selber nie in der Trauer ausdrücken können zu dem, was ich da eigentlich empfinde, und das ist dann einfach alles auf einmal aufgeplatzt mit diesen ganzen anderen Sachen. Und ja, es ist halt wie eine Erweckung. Also man begegnet diesen Menschen und Gott formt es einfach anhand dieser Beziehungen, dass Eva ist aus der Rippe Adams, sie sind ein Fleisch, und so kann man das einfach sehen, dass eben diese beiden füreinander bestimmt sind, und durch diese Begegnung, diesen Blick in die Augen auch, den Blick in die Seele, also das ist etwas, das ist unbeschreiblich, seine eigene Seele in dem Auge des anderen zu sehen. Und ja, was da eben auch alles dann noch mit hochgekommen ist. Und dann aber auch zu sehen, okay, alle diese Geschichten, irgendwelche Muster, die man sich angeeignet hat, halt ganz viele Dinge, die auch wehtun im Nervenkostüm. Also mein komplettes Nervensystem ist eskaliert. Und es gab Tage, da wollte ich das alles einfach nur wegmachen. Und ja, aber du kannst davor nicht weglaufen. Du kannst es zwar wieder alles irgendwie vielleicht abdeckeln, wenn du gut bist und dich ablenken, aber es macht überhaupt keinen Sinn, weil Gott liebt dich so sehr, dass du trotzdem immer wieder hineingestoßen wirst. Und diese Weisheit dahinter ist einfach, dass nicht alles nur dein eigener Krempel ist, so wie meine Mentorin immer so schön sagt, sondern es sind auch Dinge von außen, die auf dich zukommen, und du musst irgendwann unterscheiden können, woher kommt es. Also überhaupt erstmal ein Wissen aufbauen über diese spirituelle Ebene, das erstmal alles auch zu verstehen, auch nicht in diese Esoterik abzudriften, sondern wirklich ganz klar in dem zu bleiben, wo es eigentlich ursprünglich herkommt. Und ich bin auch über das Loslassen in die dunkle Nacht der Seele gekommen, also auf dieses Thema, und dann auch in dieses Esoterische ein wenig hinein geschlittert, obwohl ich mich da auch immer gut zurechtgefunden habe. Also die ganz üblen Dinge, die bin ich übergangen, und ich habe für mich eben auch viel über YouTube dann geguckt, weil ich halt auch durch diesen Bandscheibenvorfall, den ich hatte, ja auch viel gelegen hatte die ersten 3 Monate. Und ich hatte da halt viel Zeit. Und ja, da bin ich halt auf gute, authentische Menschen gestoßen und Communities, und ich würde mal behaupten, dass es nicht alles nur christlich ist, wo ich mich herumgetrieben habe, aber es ist auch in meinen Augen trotzdem nicht irgendwie aus böser Absicht. Da viel Unwissenheit steckt da vielleicht auch dahinter. Und ich habe auch solche Sachen gemacht wie Chakren öffnen und sowas und wusste nicht, dass das eigentlich okkulte Geschichten sind. So, und dann höre ich neue Worte und gucke natürlich auch tief in meine Geschichte hinein, wo ich bemerkt habe, oh, Freimaurerei, was hat das mit mir zu tun, wenn meine Vorfahren, meine Urahnen, keine Ahnung, in der Freimaurerei gewesen sind, was das für ein Fluch sein kann, der auf der ganzen Familie lastet. Und da gibt es eben auch Hexen und Witchcraft und
Es sind wirklich viele Dinge auf dem Heilungsweg, die sich eröffnet haben. Ich weiß gerade nicht, wo ich abgebogen bin. Man bekommt ganz viele Dinge gezeigt. Man bekommt die gute Seite gezeigt, genauso wie die schlechte. Und man bekommt, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird man auch geleitet, wie man da eben richtig mit umgeht. Ich bin gerade auf dem Weg, einige Schritte zu tun, über die ich noch gar nicht so sprechen möchte, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wichtig, wie Gebete am Ende eben auch wirken und was sie eben auch für eine Kraft haben. Und es lohnt sich einfach, dieses Wissen anzueignen, diese Weisheit Gottes eigentlich, einfach, weil wir uns als Mensch total verloren haben. Wir Frauen, wir leben gar nicht mehr das, wozu wir eigentlich gedacht sind. Genauso wie die Männer nicht mehr das leben, wozu sie gedacht sind. Ich habe dazu auch ein Video gesehen, es ist allerdings auch kein christliches Video, sondern ein spirituelles, wie ich festgestellt habe, aber trotzdem sehr aufschlussreich. Das könnte ich in einer Playliste mal zusammenfassen, auch dieses Video noch mit reinbringen, oder ich setze es in die Unterschrift hier unter dieses Video. Da erzählt halt jemand auch über den Ursprung, wie Mann und Frau eigentlich gedacht sind, was deren Rolle eigentlich ist, deren Aufgabe hier auf der Erde. Es gibt aber eine Sache, die schon immer gewesen ist, und das schon vor 2000 Jahren. Und die ist heute noch genau so. Und das ist einfach der Geist, der Heilige Geist, der in dich einfahren kann, wenn du dich dafür öffnest. Du kannst einen Geist dafür öffnen, für alle diese Gaben und Früchte. Du kannst sie in dich integrieren. Du kannst dein Haus, dein inneres Haus aufräumen und Jesus einladen und am eigenen Leibe erfahren, wie das eigentlich ist, mit ihm am Ende zu gehen und einfach nur sich erfüllt zu fühlen. Trotzdem ich mir eine Partnerschaft gewünscht habe. Und zwar eine auf Augenhöhe, einfach genau diese eine halt, von der vielleicht jeder träumt. Ich weiß es nicht. Und ich habe sie auch bekommen. Es waren nur 5 Minuten, aber ich weiß, sie ist da. Und da so dankbar sein zu können, obwohl das wirklich nur 5 Minuten gewesen sind und dieser Mensch eben dann seinen Weg gegangen ist, hat mir aber einfach auch ein Stück weit geholfen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und wenn ich in meinem Buch über das Loslassen auch viel über das Manifestieren rede, dann ist das einfach nur ein inneres Gefühl zu haben, daran festzuhalten und im Vertrauen mit Gott zu gehen. Und das hatte ich ein bisschen vergessen, dass Gott mir dieses Paradies zum Beispiel in dem Haus, das ich damals gekauft hatte, mitten im Naturparadies, ich hatte das innen schon gefühlt, über 5 Jahre lang. Und ich habe gesagt, das ist es, das oder keines. Und ich habe es genau exakt so, wie ich es mir gewünscht habe, auch gefunden und gekauft. Und jetzt habe ich es zwar auch wieder verkauft, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ich habe einfach einen anderen Weg eingeschlagen und genauso wie ich dieses Paradies in mir drin hatte, von dem ich hier auch spreche, mein Paradies habe ich für mich allein. Das ist nicht einfach nur, dass ich in diesem
auf dieser schönen Terrasse sitze und bei Regen auf mein schönes Grundstück geschaut habe, was absolut idyllisch gewesen ist, sondern es war einfach das Paradies in meinem Herzen, was ich vorher schon hatte. Und diese Liebe, die ich gezeigt bekommen habe, die hatte ich vorher auch schon. Und dadurch, dass wir uns halt eben einfach auch begegnet sind, habe ich einfach diese Liebe bestätigt bekommen auch. Und für mich war das immer so, oh, jetzt ist diese Liebe weg zu Beginn, als da eben die Wege nicht miteinander weitergegangen sind. Und es fühlte sich so an, als wenn diese Liebe weg ist, bis ich dann irgendwann verstanden habe, und ich war auch böse mit Gott. Ich dachte, Gott hat mir diese Liebe wieder weggenommen, weil ich irgendwie ungehorsam war oder so. Aber nein, ich habe entdeckt und festgestellt, er hat mir diese Liebe nicht genommen, sie ist noch da. Und auch vorher hatte ich schon mal einen Menschen gehen lassen müssen, wo ich schon mal so ein bisschen üben durfte, will ich meinen, diese bedingungslose Liebe zu leben. Zu sagen, okay, du möchtest gehen, dann geh. Und ich konnte dann einfach so meinen Weg gehen und das war vollkommen okay, das war ohne Schmerz und so weiter. Das kann ich hier jetzt nicht sagen, weil das einfach nochmal ganz anders gewesen ist, aber ich habe mich daran halt erinnert, dass ich ja schon mal ein bisschen üben durfte, jemanden in Liebe gehen lassen zu können. Und das hat mir halt eben auch schon ein Stück weit weitergeholfen. Und ich glaube ganz fest, dass ich eben darauf auch vorbereitet wurde schon. Ich glaube, sonst wäre das nicht so gut ausgegangen. Und ich muss wirklich schmunzeln, wenn ich sage, es ist gut ausgegangen, weil es schon sehr, sehr heftig war. Und da komme ich wieder zurück auf diese dunkle Nacht der Seele, von der viele sprechen, wo eben alles aufbricht. Wirklich alles. Das kann man vom Verstand her nicht begreifen. Das ist absolut irrational. Das kann man vom Gefühl her nicht fühlen, weil das komplette Nervensystem ist durcheinander geschüttelt und übereinander geworfen. Es fühlt sich an, wie in Rasierklingen zu baden. Innerlich Wasser trinken statt Wasser Rasierklingen, der ganze Körper innen und auch außen, alles ist voller Rasierklingen und ja, so, also hier FSK 18, Entschuldigung, aber so fühlt es sich an, man kann sich das einfach nicht vorstellen. Und ja, dann gilt es einfach für beide auch, sich auf den Weg zu machen. Das ist halt eben nicht einfach nur Zufall gewesen, dass man eben sich so begegnet, dass alle diese Dinge passieren, diese Trigger hochkommen, diese Geschichten aufbrechen, man plötzlich Dinge sieht, sondern es ist einfach geführt. Genauso wie ich in mein Häuschen geführt wurde, so ist auch diese Beziehung zusammengeführt worden. Und genau so bin ich auch jetzt hier in dieser Wohnung gelandet, einfach geführt. Wobei ich da schon im Ende des Sommers letzten Jahres gesagt habe, okay, ich vertraue dir, mein Herr und mein Gott, und ich gehe nach Abraham. Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, verkaufe dein Haus und gehe in die Richtung, in die ich dich rufe oder in die ich dich schicke. Und ich wollte an einer ganz anderen Stelle landen, eigentlich an 3 anderen Stellen, 2 davon in Übersee. Aber ich habe von einer Wohnung geträumt. Und genau diese Wohnung habe ich zufällig im Internet gesehen. Und mir wurden bei diesen 3 anderen Geschichten nur Steine in den Weg gelegt. Da sind Sachen gekommen, auch bei Wohnungen, die ich mir anschauen wollte. Es ist nie wirklich dazu gekommen.
eine konnte ich mir anschauen, da stand dann vorne an der Haustür ein riesengroßes rotes Schild, Vorsicht, Nagerfallen ausgelegt. Da wollte ich dann auch nicht so gerne einziehen, egal ob das nur mit Meerblick war oder nicht. Also das war wirklich nicht schön und auch dann über diese Verwaltungsgesellschaften teilweise oder überhaupt Vermieter, die sich dann nicht gemeldet haben und die dann gesagt haben, ja, komm morgen vorbei. Und wenn man dann nochmal telefonieren wollte und den genauen Termin abmachen wollte, ja, ist schon vergeben. Nur solche Sachen oder keine Ahnung, also ganz irres Zeug. Und hier in dieser Wohnung war das eigentlich schon sicher, als ich sie gesehen habe im Internet. Also es ist und so schnell ging das dann halt auch. Und ich bin einfach, es war ja nicht nur die Wohnung, von der ich geträumt habe, sondern ich habe ja mich auch in dieser Wohnung gesehen. Und ich hatte ein ganz bestimmtes Gefühl wieder, genauso wie mit dem Paradies, mit diesem idyllischen Naturparadies. Auch jetzt hier hatte ich ein Gefühl, es war einfach ein Gefühl und von September eigentlich bis Dezember habe ich an diesem Gefühl festgehalten und das war so ein bisschen, ich will mal sagen, meine 2.0 Version, also ich in geheiltem Zustand. Und ja, ich merke, wie ich immer mehr eben auch darin einziehe. Und warum möchte ich das überhaupt so bekannt machen und öffentlich preisgeben? Ich weiß, dass jetzt vielleicht nicht jeder Zuschauer eben solch eine Begegnung hatte, aber ich weiß, dass aus Gesprächen heraus viele eben auch Herausforderungen haben, einfach im Alltag. Viele haben ja auch jetzt gerade so in meinem Alter kleinere, mittlere Kinder und sind beschäftigt mit Behördengängen und Kindergeldern und Kita-Kosten und ach, was es da nicht alles gibt. Und viele kreisen da halt eben auch immer um dieselbe Achse herum. Und ich will einfach dabei helfen, diese Kreisläufe zu durchbrechen. Denn es wird sich nichts ändern, wenn man immer wieder dieselben Dinge tut. Und dieselben Dinge tut man immer nur dann, wenn man auch derselbe Mensch bleibt. Und ich habe in einigen Dingen panische Angst gehabt. Und da habe ich mir dann in meiner Selbstständigkeit zur Journalistin einfach diese taffe Maske aufgesetzt. Da hatte ich irgendwie immer einen Auftrag und ich muss sagen, ich mag sie eigentlich auch sehr gerne. Aber das, was diese Panik eben auch ausgelöst hat oder diese Angststarre in mir, das war ein absolutes Trauma aus der Kindheit gewesen. Und ich bin im Journalismus eben auch an einige Grenzen gestoßen und es ging an einigen Dingen einfach immer nicht weiter, aufgrund eben dieser Verletzungen, die ich in mir gedeckelt habe nur und wo ich nur die Maske drüber gesetzt habe. Und jetzt ist es einfach so, dass ich diesen Schritt gewagt habe, hinzuschauen und diese panische Angst, ich kann sie identifizieren, das ist auch noch nicht so lange her, seit ich entdeckt habe, was es eigentlich, was es genau gewesen ist. Aber alleine nur mit dieser Erkenntnis und mit der ganzen Arbeit und die Begleitung durch meine Coaches, die mich immer wieder in die Liebe, immer wieder zu Gott bringen, nur alleine deshalb, also kann ich das jetzt einfach Stück für Stück auflösen und es ist überhaupt gar nicht mehr schlimm und ich kann endlich diese Maske von mir fallen lassen. Das heißt nicht, dass ich diesen taffen Anteil von mir jetzt einfach wegwerfe. Nein, im Gegenteil, ich habe diesen Anteil in mir integriert.
Genauso wie ich aber auch diesen inneren verletzten Anteil erstmal geheilt habe und dann integriert habe. Also ich fühlte mich also wenn sich solche Themen zeigen, sind Wochen, wirklich Wochen, wo man schon weiß, oh, da ist irgendwas. Ich habe immer wieder dasselbe Gefühl und jetzt zeigt sich das nächste. Und das ist eben auch das, worüber ich so dankbar bin und was so schön ist, dass mit diesem Aufbrechen in dieser Begegnung offenbart sich dieser Prozess einfach von ganz alleine. Also man braucht eigentlich sich nur diesem Prozess hingeben und sagen, alles klar, ich gebe das Steuer ab. Ich mache einfach nur noch das, was kommt. Und so weiß man am Ende auch, okay, hier ist so immer dieses bedrückende Gefühl. Wo kommt denn das her? Und irgendwann zeigt es sich. Und dann kann man das auch da sein lassen einfach. Das hatte ich auch in dem Video mit der Langmut beschrieben, dass man diesen Schmerz einfach in Geduld auch da sein lassen kann, ohne da nun hineinzufallen in diesen Schmerz, sondern einfach präsent sein lassen. Das ist vom Gefühl her ja, es drückt irgendwie irgendwas, was so durch die Haut durchdrücken will. Also so fühlt sich das an, es ist ganz komisch. Es zieht sich hier und da auch das Nervenkostüm zusammen. Der Hals zieht sich zusammen, das Herz, das Schmerz, das sind ganz viele Dinge. Aber dann kann man das halt eben erstmal heilen, integrieren und dann tut es halt eben auch nicht mehr weh. Und woran ich das immer wieder ganz besonders erkenne, ist einfach in puncto Grenzen setzen. Ich war auch jemand, der seine eigenen Grenzen nicht wertgeschätzt hat, der Dinge halt für andere getan hat und sich dabei vergessen hat. Und man bekommt ja auch Prüfungen. Also ich habe dann Themen gehabt, wo ich wusste, okay, das geht an meine Grenzen, hier darf ich lernen, diese Grenzen zu setzen, dafür einzustehen, standhaft zu bleiben und das funktioniert dann auch. Also man bekommt es im Außen gezeigt. Da sind die Menschen plötzlich nett und zuvorkommend und auch so ein Finanzamt, so eine Finanzamtgeschichte zum Beispiel, wenn wir hier mal aus dem Nähkästchen plaudern wollen, da wollte sich auch was anbahnen bei der jährlichen Steuergeschichte und was aber in meinen Augen Blödsinn war und ich bin dann da einfach, ich habe mich dann da hingesetzt und das für mich geheilt und hätte eigentlich ganz viel Aufwand gehabt, nur um was nachreichen zu müssen. Also es war nichts Schlimmes, ich hätte nur wieder Arbeit und Nerven in was reinstecken müssen, was in meinen Augen nicht nötig war. Und ich habe dann eben genau diese Geschichte geheilt, dass ich das jetzt nicht will, dass ich jetzt eben ja Entspannung eigentlich einladen möchte und dass ich da stabil bleiben möchte. Und dann habe ich halt eben hinterher angerufen und dann hieß es ist überhaupt kein Problem. Wir machen das genauso, wie Sie wollen, Frau Meding. Und ich habe am Ende sogar auch noch mehr von wieder bekommen, als ich ausgerechnet hatte. Also es sind einfach Dinge, wie sie sich zeigen. Und ja, was ich halt eben auch immer sage, die Geschenke dahinter. Es ist einfach, ja, ich habe dann aber eine Prüfung bekommen. Das ist jetzt im Februar, März etwa gewesen. Dann habe ich jetzt aber im Anfang August, wieder jemanden gehabt, der mir maßlos über meine Grenzen getreten ist. Und wo ich gedacht habe, Mensch, ich habe doch jetzt auch gerade in dem Bereich so viel geheilt. Und wie kann es sein, dass dieser Mensch jetzt so frech wird? Und ich habe nicht ihn verurteilt als solches. Ich bin ihm gegenüber nicht
böse geworden oder ich zeige auch nicht mit dem Finger auf ihn, sondern ich gucke mir nur an, warum trifft mich das jetzt gerade so hart und warum kann da jemand über diese Grenze gehen, egal wer das ist, egal mit welchem Thema. Es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie versuche, diesen Menschen oder dass ich irgendwie ein schlechtes Gefühl zu diesem Menschen habe. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bete für ihn, dass er seine Sachen auf die Reihe kriegt. Aber ich für mich frage mich natürlich, wo ist da die Lücke gewesen? Und das ist eben auch die Sache, warum man eben solch eine Langzeitbegleitung benötigt, in meinen Augen, weil man in Schichten heilt. Und ich bin gestern und heute erst wieder so weit gewesen, dass ich denke, ich habe nichts gelernt. Ich bin wieder an Tag 1 vom Schmerzempfinden. Ich bin aber auch heute an Orten gewesen, die ich vielleicht hätte besser vermieden. Die habe ich bisher auch vermieden, aber ich habe gedacht, okay, ich kann ja nicht immer mich verstecken. Also bin ich in die Stadt gefahren und habe spezielle Orte halt besucht und das war schon sehr herausfordernd für mich. Und da geht das dann auch wieder in dieses Gedicht hinein, um nochmal auf den Punkt zu kommen. Dieses im Hier und Jetzt zu sein, glücklich zu sein, auch wo ich dann halt eben an dich denke. Und ich war eben an einem Ort, da habe ich eben an meine Person gedacht. Und ich war aber vollkommen im Frieden. Aber auf dem Heimweg, da merkte ich dann so, dass ich absolut traurig gewesen bin, dass ich diesen friedlichen, schönen Moment nicht mit ihm erleben konnte, sondern also auf gewisse Weise sicherlich, weil er war ja irgendwie präsent. Aber es war schon so, dass ich dann begonnen habe, wieder ins Außen zu schauen, da wo er eben nicht ist. Und das hat wieder wehgetan. Und deswegen ist es so wichtig, einfach nach innen auch zu schauen. Denn du bekommst vom Außen dieses Glück nicht. Es wird dir vielleicht wiedergespiegelt, aber du kannst nicht das Außen nehmen, um dich selber damit zu füllen. Und mir fehlte tatsächlich auf dem Heimweg mir sehr, sehr viel. Also mir fehlte ganz viel auch Selbstachtung und ich hatte auch so das Gefühl, dass man mir eben auch eine Grenze setzt, über die ich nicht herüber treten darf. Oder dass ich halt eben, dass man kein Interesse hat an mir oder, ne, es sind so ganz viele bestimmte Dinge, die halt eben aufkommen oder wo man dann halt eben auch sagt, gerade in dieser Beziehung, das Gegenüber lebt schon längst ein neues Leben mit anderen Menschen und so weiter und ich spiele da irgendwie die zweite Geige oder wenn überhaupt irgendeine Geige. Diese Situation kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist ja eben das, was wir in diesen Communities halt eben auch sehr gut miteinander verbinden, also was uns miteinander verbindet, wo man eben auch weiß, an diesen Stellen verstehen die Leute das eben, weil sie alle diese Begegnung eben hatten. Und das Wichtigste ist einfach, dass man, wenn man im Außen sieht, da gefällt mir etwas nicht, dass man dann eben nach innen schaut und schaut, was gefällt einem da nicht. Und ja, das ist einfach so eine Sache, da möchte ich halt eben genauso wie diejenigen, die mir die Hand gereicht haben, jetzt allmählich meine Hand eben auch weiterreichen und
damit das Hier und Jetzt halt eben in Freude als Paradies erlebt werden kann. Und mir ist es einfach so wichtig, Protect Inner Circle, dieses kleine, süße Etwas, was in jedem von euch steckt, zu beschützen. In meinem Leben war es immer ausgeliefert. Es war wirklich immer allem ausgeliefert und ich selbst habe mich nicht wirklich gut drum kümmern können. Ich habe stattdessen eben diese Maske aufgebaut und gesagt, so, du bist nicht mehr da. Und ich weiß einfach, dass es vielen Menschen so geht. Und es ist ja auch in Ordnung, wenn man für sich sagt, dieses Leben, so wie es ist, gefällt mir. Aber die Reise, die ich erleben durfte, ist einfach unglaublich schön. Und ja, wenn du eben an diesem Punkt bist und diese Heilung machen darfst, dann ist das einfach der einzige Weg nach vorne. Und wirklich, also nach innen und zu heilen. Denn du wirst es vor die Füße gelegt bekommen. Und diese kleinen inneren Trolle, die werden einfach keine Ruhe geben, wenn sie erstmal aufgedeckt wurden. Das können viele bestätigen. Ich möchte aber auch gerne Menschen einfach abholen, die eben nicht diese krasse Begegnung hatten, diese dunkle Nacht der Seele und überhaupt gar nicht wissen, wovon ich rede. Aber wie gesagt, eingangs schon, es gibt so viele Menschen, die Familien, gerade auch junge Familien oder auch Partnerschaften, wo eben auch immer wieder dasselbe Thema vielleicht aufkommt, wo ich gerne dabei helfen möchte, rauszukommen, einfach eine harmonischere Partnerschaft auch zu leben. Denn ich sag mal so, wozu führen wir eine Partnerschaft, wenn sie nicht in Liebe ist? Und da führt der Weg einfach nicht dran vorbei, dass man eben auch an sich arbeitet. Und wenn beide da sitzen und sagen, okay, wir sind zufrieden, wie wir sind, wir wollen nicht aneinander arbeiten, ja, dann muss ich einfach aber auch sagen, okay, dann möchte ich das Gejammer und Gezetere aber auch nicht mehr hören. Das sind dann so Sachen, wo ich eben ab sofort auch für mich meine Grenze gesetzt habe. Auf sowas habe ich nämlich überhaupt gar keine Lust mehr. Dass man ständig sagt und hätte und wäre und könnte und wenn ich nur Millionär wäre, ja meine Güte, dann muss man nochmal die Dinge in die Hand nehmen. Darum geht es ja eben auch. Und diese Dinge in die Hand nehmen zu können, ist einfach so wunderbar schön, wenn man diese Weisheit schon hat, wenn man diese Bilder schon bekommt oder diese Führung schon hat eigentlich, auch Gutes vom Schlechten zu unterscheiden. Und das ist eben auch eines der nächsten Themen, die Gabe der Unterscheidung, der Rat, Gutes von Schlechten zu unterscheiden. Das finde ich so spannend. Und ich bin ja auch so jemand, der gerne Heldengeschichten ich habe mich schon als Kind dafür begeistern können. Und für mich ist die schönste Heldengeschichte wirklich die von Jesus. Und ich durfte das leibhaftig an diesen Ostertagen erleben. Und habe es auch mitgelebt. Also ich habe es absolut gelebt. Genau, da erzähle ich dann aber in einem anderen Video drüber. Agape.